Grüß euch, liebe Zuseher. Ja, Sie stehen auf Bull Terrier blütige Hunderassen, können Sie sich aber nicht entscheiden, für welche. Ich versuche Ihnen weiterzuhelfen. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Wie gesagt, Sie sind ein Fan von Bull Terrier blütigen Hunderassen, fühlen Sie sich von mir umarmt, denn das bin ich auch. Die Gemeinschaft der Fans der Bull Terrier blütigen Hunderassen, die weiß, um was es geht bei diesen Hunden. Ja. Die wissen, weshalb dieser Schlag, diese Kategorie Hunderassen zu den speziellsten, beeindruckendsten und besten auf der ganzen Welt gehören. Ja. Ich bin ein großer Fan dieser Hunde. Ich besaß selbst 14 Jahre lang einen American Pit Bull Terrier und lebte lange Zeit mit einem englischen Bull Terrier zusammen. Ich kannte viele American Staffordshire Terrier persönlich und auch einige Staffordshire Bull Terrier. Noch nie zu tun hatte ich mit Miniatur Bull Terrier, die kenne ich nur aus der Theorie. Ja, gehen wir mal in der Geschichte zurück. Wie wir alle wissen, stammen die heutigen Bull Terrier blütigen Hunderassen, also der Staffy, der Staffordshire Bull Terrier, der Bully, der englische Bull Terrier, der Pit, der American Pit Bull Terrier und der Amstaff, der American Staffordshire Terrier, vom Bull End Terrier ab. Ja, und der wiederum entstammt einer Kreuzung von Bulldoggen und Terriern. Wir wissen, im frühen 19. Jahrhundert, also Tierkämpfe, also Kämpfe zur Belustigung oder zur Bereicherung von Menschen zwischen Hunden und anderen Tieren, die gibt es schon seit der Antike. Aber in England boomten solche Kämpfe, speziell in England boomten solche Kämpfe im frühen 19. Jahrhundert in den Bezirken der Kohlebergwerkarbeiter. Dort waren viele arme Leute zu Hause, die jeden Tag mit ihrer Existenz, um ihre Existenz kämpften. Und ein guter Kampfhund damals konnte eine ganze Familie ernähren. Und ganz berühmt war damals dieses Bullbaiting. Wir wissen, die Vorfahren der heutigen englischen Bulldog, also der Bulldog, der englische, der wurde dafür, hauptsächlich der Hund wurde dafür benutzt. Ja, die mussten Bullen eine gewisse Zeit auf der Nase packen können und festhalten können, bevor sie vom Bullen halt, hoch hinaus weggeschmissen wurden. Oftmals wurden diese Hunde mit dem Rücken ihrer Besitzer aufgefangen und so weiter. Diese Bulldoggen wurden auch für den Kampf Hund gegen Hund unter anderem missbraucht. Doch war es so, dass diese Bulldoggen die Art hatten, wenn sie miteinander kämpften, sich ineinander zu verbeißen, ja, und dann taten die nicht mehr viel. Das war den Leuten zu unspektakulär und sie suchten nach Verbesserung. Jetzt war es natürlich schon überregional bekannt, dass Terrier einen sehr abwechslungsreichen und feurigen Kampfstil haben. Allerdings diesen Terriern die Kraft der Bulldogge fehlte und auch die Zähigkeit. Ja. Jetzt begannen diese Leute dort Bulldoggen mit Terriern zu verpaaren und erhielten einen Schlaghund, der das Feuer und den abwechslungsreichen Kampfstil des Terriers, ja, aber auch die Kraft, den Mut und die Zähigkeit der Bulldoggen besaß, der sogenannte Bull End Terrier. Ja. Und von diesen Hunden stammen die heutigen Bull Terrier blütigen Hunderassen ab. Ich habe ein Video gebracht, das ist ganz am Anfang zu sehen auf meinem Kanal, wo ich speziell über den American Staffordshire Terrier und den American Pit Bull Terrier spreche. Und hier gehe ich da diesbezüglich mehr ins Detail. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich dieses Video gerne ansehen. Ja, also von diesen Hunden, von diesen Bull End Terriern stammen die heutigen Bull Terrier blütigen Hunderassen ab. Die ähnelten sich zwar alle, ja, aber sahen nicht genau gleich aus. Ja. Es gab dann viele Kolonisten, Engländer, Iren und so weiter, die in die USA auszogen, die nahmen ihre Bull End Terriers mit und in den USA entwickelten sich ein anderer Schlag oder zwei andere Schläge, als es in England der Fall war. Aber machen wir es kurz, in den USA entwickelte sich der American Staffordshire Terrier und der American Pit Bull Terrier und diese beiden Amis, ja, die haben sich auch eigentlich erst vor einigen Jahrzehnten wirklich etwas auseinandergelebt. Und in England selbst entwickelte sich aus diesen Bull End Terriern der Staffordshire Bull Terrier und der klassische englische Bull Terrier. Ja.
Was haben diese Hunde miteinander gemein? Was unterscheidet diese Hunde untereinander? Also, wenn man, egal welchen, ich lasse den Miniatur Bull Terrier außen weg und sage auch gleich wieso. Ja, er ist optisch gesehen sofort erkennbar als Bull Terrier, doch er unterscheidet sich im Wesen doch extrem von seinen 4 anderen Geschwistern, also Vettern, Cousins. Ja. Während die anderen 4 doch merklich mehr Bulldog-Blut bezüglich des Verhaltens vorweisen, ja, ist es beim Miniatur-Bull Terrier so, dass der 80-90% Terrierblut charakterlich zum Vorschein bringt. Ja. Also, obwohl er optisch schon aussieht wie ein sehr kleiner Bull Terrier, ist er charakterlich ein absoluter Terrier. Ja. Also, es gibt natürlich auch Züchter, die in ihren Miniatur-Bull Terriern hier und da mal einen klassischen Bull Terrier einzüchten, die dann wieder etwas ruhiger sind, aber ansonsten der reinrassige Miniatur-Bull Terrier unterscheidet sich doch ziemlich von den 4 anderen. Deswegen verzeihen Sie mir, wenn ich nur über den klassischen Bully, den Steffi, den M-Steff und den Bitch spreche. Nichts gegen den Miniaturbully, Top-Hund, aber grenzt sich schon ein wenig ab von den 4 anderen. Ja? Obwohl er trotzdem dazugehört. Ja. Also wie gesagt, was haben die 4 miteinander gemein? Ja, also im ersten Augenblick, wenn man einen Bully, einen Steff, einen M-Steff und einen Bitch sieht, sieht man, die sind miteinander verwandt. Ja. Die haben alle einen ähnlichen Körperaufbau, sind alle ähnlich groß. Ja. Der Staffordshire Bull Terrier ist da vielleicht eine Ausnahme, der ist doch recht viel kleiner als der American Staff, der Beat und der Bull Terrier. Doch sie ähneln sich alle im ersten Augenblick sofort. Also wenn man einen Bull Terrier sieht, weiß man, der muss irgendwie mit einem Staff, mit einem M-Staff oder einem Beat oder einem Staffordshire Bull Terrier verwandt sein. Ja. Sie haben ein ähnliches Gangwerk. Der eine ist agiler und hat einen flüssigeren Bewegungsablauf, wie zum Beispiel der Beat. Der andere ist etwas holziger, eher nah im Bewegungsablauf wie der Bull Terrier. Doch sie ähneln sich. Ja. Es sind alles maximal mittelgroße Hunde. Ja. Der größte von diesen 4, der Bull Terrier, der kann die höchste Schulterhöhe erreichen bis maximal, also manchmal bis über 50 cm Schulterhöhe und über 40 Kilo Gewicht. Und das ist bei einem Hund, stellen Sie sich vor, Sie haben einen 50 Zentimeter Schulterhöhe hohen Hund und der weist 40, 42 Kilo auf, aber das ist Muskelmasse. Also Sie können sich vorstellen, jeder von Ihnen wird schon einen Bull Terrier gesehen haben, aber dennoch, das sind schon sehr beeindruckende Daten. Ne? Ja, also er gilt als der größte der Bull Terrier Rassen. Ja, aber ansonsten auch die anderen. Beats, 48, 45 cm Schulterhöhe. Für einen American Staffordshire Terrier gilt dasselbe. Gewichtstechnisch, ja, gehen wir weg vom Staffordshire Bull Terrier, der, sagen wir halt mal, so von zwischen 16 und 23 Kilo hat, eben bis zum Bull Terrier, der es auf bis über 40 Kilo bringt. Es gibt auch American Staffordshire Terrier mit bis über 40 Kilo, aber das sind schon ausgesprochen starke, großrahmige American Staffordshire Terrier. Ja, also wie gesagt, von der Optik her, man kann sofort erkennen, verzeihen Sie mir, wenn ich immer ein bisschen links-rechts sehe, es gehen hier einige Leute mit ihren Hunden vorbei. Ich will, dass das alles in Ruhe über die Bühne geht. Außerdem werde ich schon beobachtet beim Video machen, aber das macht nichts. Ja, wie gesagt, optisch ähneln sie sich alle. Gewicht, Größe, hier eventuell, dass der Staffordshire Bull Terrier etwas abweicht. Und auch wesenstechnisch. Ja. Es sind alle, wir wissen, also die Leute der Bull Terrier blütigen Hunderassen, Fraktion, also die Liebhaber, zu denen ich mich auch zähle, wir wissen alle, was diese Hunde für Kinderhunde sind. Sie sind durch die Bank alles fantastische Kinderhunde. Der Staffordshire Bull Terrier zum Beispiel wurde schon zum x-ten Mal in England zum Nanny Dog des Jahres gekürt, zu Recht. Wir wissen auch, die American Pits und die Staffs und die klassischen englischen Bull Terrier sind absolute Kinderschmuser. Das wissen wir. Ja. Das haben sie auch alles gemein. Was sie noch miteinander verbindet, ist, dass sie oftmals recht schlechte Wach- und Schutzhunde darstellen. Leider, deswegen hat der American Staffordshire Terrier bei meinen 10 liebsten Hunderassen nur den 2. Platz belegt, denn ich stehe auf Wach- und Schutzhunde. Man kann aus den American Staffordshire Terrier einen Wach- und Schutzhund machen, aber es ist schwieriger als bei vielen, vielen anderen Hunderassen. Es gibt auch gute Bull Terrier, also Bull Terrier, die gute Wach- und Schutzhunde sind, und vereinzelt wird es auch gute Schutzhunde und Wach- und Schutzhunde unter den American Pitbull Terriern und den Staffordshire Bull Terriern geben, doch es sind keine klassischen Wach- und Schutzhunde. Ja. Das hat mit ihrer Selektion damals zu tun, mit der Selektion, worauf sie darauf selektiert wurden.
eine extreme Beißhemmung gegenüber Menschen zu entwickeln, um sie gefahrlos aus der Pit, so hieß die Kampfgrube, wo sie kämpften gegen andere Hunde oder andere Tiere, entfernen zu können, ohne gebissen zu werden. Waren da Hunde drinnen, die auf Menschen oder auf den Sekundanten oder auf einen der Besitzer hingebissen haben, wurde mit diesen Hunden nicht weitergezüchtet. Ja, oftmals wurden diese Hunde auch getötet. Das wurde derartig selektiert, dass diese Hunde heutzutage oftmals eine solch intensiv ausgeprägte Beißhemmung gegenüber Menschen haben, dass sie eben sehr schlechte Wach- und Schutzhunde darstellen. Ich war lange Figurant am Abrichteplatz, also Schutzhelfer. Ich hatte auch mit American Staffordshire Terrier zu tun und mit American Pitbull Terrier. Und glauben Sie mir, jeder andere Hund dort war leichter für die Schutzarbeit zu begeistern als eben die Bull Terrier blütigen Hunderassen. Mein Hund, mein Pitbull Terrier, der Attila, und das kennen jetzt, schade, dass Sie das nicht sehen können, weil das werden viele bestätigen, die meinen Hund kannten, der war ein guter Schutzhund und der war ein American Pitbull Terrier, aber ich brachte es fertig. Ja, auch das verbindet sie also miteinander. Was verbindet sie noch miteinander? Schauen Sie, Sie wissen, ich lege mir hier in meinen Videos nie einen Maulkorb an. Ich sage die Dinge immer so, wie ich sie sehe. Ich spreche ohne Filter. Und wenn ich das jetzt sage, was ich gleich sagen werde, bin ich mir sicher, dass der eine oder andere Zuseher jetzt zustimmend nicken wird. Der eine oder andere vielleicht sagen wird, nein, das ist bei mir nicht so. Das ist mir klar, es ist nicht jeder Mensch gleich. Aber ich bin mir auch sicher, wie gesagt, dass es hier einige Leute geben wird, die da ähnlich denken wie ich. Und zwar geht es um Folgendes. Wenn Sie einen Hund haben, eine Hündin oder einen Rüden, völlig egal, dann ist es bei vielen so, dass wenn der Hund in ein Erwachsenenalter kommt und immer noch mehr oder weniger den Prügelknaben für andere Hunde darstellt, weil er eben zu wenig Selbstbewusstsein aufweist, ja, bei Begegnungen mit anderen Hunden und so weiter, ja, dass Ihnen das persönlich etwas wehtut und es Ihnen lieber wäre, wenn Ihr Hund sich auch behauptet. Es ist ein Unterschied, ja, ob ich jetzt einen Raufer erziehen will oder einfach nur einen Hund, der auch Selbstbewusstsein zeigt gegenüber anderen fremden Hunden. Ja. Das ist ja nichts Schlimmes, das ist eigentlich ein normales Sozialverhalten. Ich bin so ein Mensch, ja. Ich reflektiere darauf, wenn ich einen Hund habe, ich hatte bis jetzt nur Rüden, dass der Hund nicht zu ängstlich gegenüber anderen Hunden ist. Erstens mal ist es für den Hund immer angenehmer, keine Angst zu empfinden und zweitens, ja, ich ticke halt so. Ich möchte auch, dass mein Hund, wenn es darauf ankommt, sich behauptet, wenn ein anderer Hund das fordert von ihm. Ja? Das ist so. Das hat nichts damit zu tun, dass ich einen Raufer haben möchte. Ich hatte 14 Jahre lang einen Raufer und davon bin ich geheilt, glauben Sie mir. Aber so ticke ich halt. Ja? Und vielleicht tickt der eine oder andere bei Ihnen auch so. Und wenn das bei mir, bei einem Rüden so war, dass er schon für meinen Geschmack zu lange, ja, wenig Selbstbewusstsein zeigte bei der Begegnung mit anderen Hunden, dann gab ich ihm Mut. Da gibt es verschiedene Tricks, aber ich schenkte ihm Mut, bis er so weit war, dass er sagte, ja okay, du bist fremd, ich bin fremd, jetzt untersuchen wir uns, ich habe keine Angst vor dir, lassen wir es drauf ankommen. Ich bin von Haus aus nicht böse, aber ich habe auch keine Angst. Das war immer mein Ziel bei meinen Hunden. Das habe ich bei meinem Hund sehr gut erreicht, ja, und auch bei meinen anderen Hunden. Und jetzt zum Thema, was diese Bull Terrier blütigen Hunderassen auch miteinander verbindet. Ich hatte, wie gesagt, 14 Jahre lang einen American Pitbull Terrier und bei diesem Hund hatte ich das auch getan. Und hier kann es zum Problem kommen. Denn schauen Sie, was diese 4 Bull Terrier blütigen Hunderassen alle gemein haben, ist, dass sie sehr gut sozialisiert werden können. Ja? Aber hierbei gibt es meistens nur schwarz oder weiß. Ja? Es gibt keine Schattierungen dazwischen wie bei vielen anderen Hunderassen. Entweder ist ein Vertreter der Rasse des Staffordshire Bull Terriers oder Bull Terriers, Amstaffs oder Pits ein absoluter Spieler und Nachgeber oder er ist ein absoluter Draufgänger. Ein Zwischending gibt es nicht. Das ist meine Erfahrung. Sie werden vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben, aber das ist meine Erfahrung. Ich kannte sehr, sehr viele Bull Terrier blütige Hunderassen, besaß eine und lebte lang mit einer anderen zusammen. Das ist meine Erfahrung. Hier gibt es nur schwarz oder weiß, meiner Erfahrung nach. Deswegen, egal ob Sie sich einen Staffordshire Bull Terrier nehmen, einen Bull Terrier, einen Amstaff oder einen American Pitbull Terrier nehmen, beginnen Sie hier nicht zu intensiv damit, dem Hund bei Begegnung mit anderen Hunden Mut zu geben. Ja. Kommt er einmal auf den Geschmacken, kann es leicht sein, dass es ihm zu sehr gefällt. Schauen Sie, wir wissen alle, dass die Bull Terrier blütigen Hunderassen allein aufgrund ihrer Vergangenheit zum Raufen neigen. Ja.
Während ich das bei meinem Hund so weit steuern habe können, dass er jetzt ein gesundes Sozialverhalten zeigt, bin ich mir sicher, wäre das bei einem Pit oder bei einem Steph schon so weit, dass er ein notorischer Raufer geworden wäre. Wenn Sie verstehen, was ich meine, hier müssen Sie besonders Acht geben. Machen Sie aus diesem Bull Terrier Blütenhund eher oder lieber einen Spieler und Nachgeber als einen zu dominanten Hund. Das Problem ist, die meisten Hunderassen, wenn sie aufeinandertreffen, gesund sozial, also normal sozialisierte Hunde, ja, und in eine Beißerei verwickelt werden, dann ist es oftmals so, nicht immer, ist mir klar, aber oftmals so, dass ein Schrei im ersten Moment genügt und die Hunde lassen voneinander ab und belassen es dabei, sich weiterhin zu drohen. Ja. In dieser Zeit können Sie die Hunde mehr oder weniger vom Kampf abbringen, indem Sie sagen, komm her jetzt oder ruhig, Sie wissen schon, wie das läuft. Ja. Bei Bull Terrier blütigen Hunderassen funktioniert dann das oft nicht. Ja. Werden die in eine Beißerei verwickelt, genügt oft ein Schreien nicht. Die hören dann nicht mehr auf und kämpfen weiter. Die Erfahrung habe ich gemacht nicht nur mit meinen Hunden, sondern auch mit Hunden von Bekannten. Deswegen sage ich, ja, belassen Sie es lieber bei einer Bull Terrier blütigen Hunderasse dabei, dass er ein Spieler und ein Nachgeber ist, als ein zu dominanter Hund. Da diese Hunde, wenn sie kämpfen, anständig kämpfen. Das ist so, lügen wir uns nicht an, das ist so. Ja. Ansonsten, ja, und das haben diese Hunde auch miteinander gemein. Ob das ist der Steffi, der Bully, der Amstaff oder der Pit. Das ist so, das ist meine Meinung und meine Erfahrung. Ja. Ich stehe auf diese Hunde. Doch, ich persönlich hätte ich einmal wieder einen, glaube ich zwar nicht, aber ich sag mal, würde ich mal wieder einen haben, wäre ich diesbezüglich weit, weit vorsichtiger beim Sozialisieren mit anderen Hunden, als ich es war bei meinem American Pitbull Terrier, den ich so erzogen habe wie meine Hunde vorher. Und das ging schief, denn der war ein notorischer Kämpfer. Und da hatte ich viele Probleme. Ja, das verbindet diese Hunde alle miteinander. So, und jetzt kommen wir zu den Unterschieden. In welchen Sachen unterscheiden sie sich? Ja, in Größe und Gewicht manchmal. Der kleinste davon ist der Staffordshire Bull Terrier. Ja, der wird da maximal 40 cm hoch mit also 16 bis etwas über 20 Kilo Gewicht. Dann haben wir den American Pitbull Terrier, der auch über 40 cm Schulterhöhe bekommt und ein, ich sage mal, klassisches American Pitbull Terrier Gewicht bewegt sich so zwischen 22 und 25 Kilo. Es gibt natürlich viel schwerere Pits, das weiß ich, aber ich sage jetzt mal das Klassische, ja, und ist eher der sehnige Typ, ja, extrem gut bemuskelt, wie sie alle sind, aber eher, Sie wissen schon, der 100-Meter-Sprinter-Typ, ja. Dann haben wir den American Staffordshire Terrier, der schon in Richtung 50 cm Schulterhöhe geht und oftmals über 30 Kilo schwer ist. Also wie ein Pit, nur etwas größer, etwas schwerer, schon eher der Kraftsportler, also eher so in die Bodybuilder-Richtung. Und dann haben wir den Bull Terrier, der manchmal eine Schulterhöhe bis über 50 cm reicht und auch manchmal Gewichte bis über 40 Kilo. Also der ist oft der größte und der schwerste. Außerdem hat der Bull Terrier dieses typische, klassische, das polarisierende Downface, Sie wissen schon, ohne Stopp, diesen super Eierschädel, so wie ich immer sage, ein Freund von mir hatte lange auch einen Bull Terrier, den Bruder des Bull Terriers meiner Eltern, und der schimpft mich immer, wenn ich sage, Eierkopf. Vielleicht sieht er das Video jetzt wieder schimpfen. Und ja, außerdem, ich vergaß noch zu sagen, was diese Hunde noch gemein haben. Verzeihen Sie mir, bevor ich wieder zurückkomme. Was diese Hunde noch gemein haben, ist, wenn Sie einen Bull Terrier blütigen Hund besitzen, egal welchen dieser Schläge, ja, haben Sie meistens eine schlechte Nachrede. Das ist so. Diese Hunde wurden in den Medien zerrissen, getötet. Das war Rufmord, was an diesen Hunden vollführt wurde, weil es weltweit dumme Menschen gibt, die diese Hunde auf eine Art und Weise formen, dass es zu Unfällen kommt. Und wenn diese Hunde wirklich Gas geben, wissen wir alle, was die drauf haben. Die haben oftmals die Power von 3, 4, 5 Mal so großen Hunden. Und wie gesagt, es sind Hunde, die eben für den Konflikt mit anderen Tieren gezüchtet worden sind. Und die haben was drauf, wenn es darauf ankommt. Viele Leute besaßen die Hunde und erzogen die falsch. Die Hunde waren oft in falschen Händen. Das war ein Fressen für die Medien. Und die zerrissen die Hunde. Und deswegen, wie gesagt, das ist auch ein Ding, was Sie als Besitzer, wenn Sie einen dieser Hunde nehmen, auf jeden Fall mit den anderen Besitzern der anderen Schläge gemein haben, ist, sie haben eine üble Nachrede, garantiert. Nicht von jedem, aber von vielen Leuten, speziell von Leuten, die keine Ahnung von Hunden haben. Ja. Und außerdem, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern in Österreich ist, aber in Wien, Niederösterreich und Burgenland sagen einige Leute zum klassischen Bull Terrier ein Schweindelhund, ein Sauhund, ja, ein Schweinehund.
würde ich persönlich als Besitzer eines Bullterriers als Beleidigung empfinden. Wir hatten letztens eine Begegnung da mit einem Bullterrier und eine Bekannte von mir hat gesagt, hast du den Schweindelhund gesehen? Ich habe sie darauf angesprochen und gesagt, das ist ja kein Schweindel. Er sieht aus wie ein Schweindel. Ja, das hat sich so eingebürgert. Ich weiß, als ich meine erste Begegnung mit einem Bullterrier hatte, kannte ich diesen Hund, den Artus. Diese Geschichte erzähle ich. Übrigens in dem Video, wo es über den Bullterrier geht, eine für mich nette Geschichte, meine erste Begegnung mit einem Bullterrier, kannte ich diesen Hund auch nur unter dem Begriff Schweindelhund. Also mir wurde immer gesagt, ein Schweindelhund, der ist gefährlich, pass auf. Der wurde mein bester Freund übrigens, als ich ein Kind war. War meine erste Begegnung mit Bullterrier-blütigen Hunderassen. Ja, also wie gesagt, das ist auch was diese Hunde miteinander gemein haben. Sie haben meistens eine üble Nachrede, weil in falscher Hand schlecht erzogen. Zurück zu den Dingen, die sie unterscheidet. Wie gesagt, Größe und Gewicht, wobei der Staffordshire Bullterrier der kleinste und leichteste ist und der Bullterrier der größte und der schwerste. Charaktermerkmale, sie ähneln sich alle ein wenig. Der triebigste, das heißt, derjenige, der am meisten unterwegs ist, am meisten Bewegung fordert, ist unbestritten der American Pit Bull Terrier. Ja, das ist der Superathlet, der Supersportler unter den Hunderassen weltweit, ja, meiner Meinung nach. Der ist sicher knapp gefolgt von American Staffordshire Terrier. Und dann würde ich sagen, kommt der Staffordshire Bull Terrier. Und ich glaube, dass der klassische Bull Terrier hierbei die geringste Triebigkeit aufweist. Nein, täuschen Sie sich nicht mit diesen Energieanfällen, die er hat. Ja. Die Bullies sind dafür berühmt. Alle Bullterrier-Besitzer wissen das, wenn sie sich im Kreis drehen, ja, und die Bank raufhüpfen und dann zur Wand und fast die Wand rauf kraxeln und wieder runter auf die Bank und in die Mitte wieder und den Kreis drehen. Und typisch Bullterrier, ja, jeder kennt das. Aber das sind Energieausbrüche. Ansonsten im ruhenden Modus finde ich, dass der Bullterrier der gelassenste von ihnen ist. Ja. Knapp verfolgt vom Staffordshire Bull Terrier, vom kleinsten. Dann kommt der Staffordshire Terrier, der American Staffordshire Terrier und der triebigste, also der am meisten unterwegs ist, sicher der Pit Bull Terrier. Also das sind die Unterschiede in den Charaktere. Und wie gesagt, der Staff unterscheidet sich von den anderen dreien, der M-Staff, darin, dass er am ehesten zum Wach- und Schutzhund auszubilden ist. Ja. Sie können Glück haben und auch einen Pit, einen Bully oder einen Staffy ausbilden können zum Schutzhund, ja, oder einen natürlichen Wachhund zu Hause haben, der bei der kleinsten Kleinigkeit anschlägt. Aber wie gesagt, die sind eher rar gesät, ja, im Vergleich zu anderen Hunderassen. Sie wissen das, wenn Sie ein Bullterrier-Fan sind, also ein Fan dieser Schläge, dann werden Sie mir beipflichten. Ist so, ich hätte auch lieber gern die Gewissheit, dass der Bullterrier ein Top-Wach- und Schutzhund ist, denn das würde ihn perfektionieren, ja, nur zum Beispiel. Wie gesagt, es wird auch den einen oder anderen guten Bullterrier geben diesbezüglich, aber die Chance, dass man hier schon eher nicht so gute Wach- und Schutzhunde hat, ist geringer als bei anderen Hunderassen. Ja. Ist so. Ja. Also Gebrauchshunderassen oder Molosser werden immer die besseren Wach- und Schutzhunde sein. Ja, aber es nimmt sich ja nicht jeder einen Bullterrier-blütigen Hund, nur deswegen, weil er einen Wach- und Schutzhund braucht. Ja. Ist halt so. Ne? Ja. Also wie gesagt, das sind die Unterschiede, die mir jetzt so einfallen. Im Verhalten gegenüber Fremde und zu Hause zu Kindern, ja, habe ich gesagt, das eint sie alles. Im Verhalten gegenüber Fremde ähneln sie sich eigentlich auch alle. Also die sind von Grund aus keine extrem misstrauischen Hunde, wenn Besuch kommt. Das sind eher Begrüßer. Im Vergleich zu anderen Hunderassen, die mal sagen, ich will nicht, dass du da reinkommst, begrüßen Pits, Staff, M-Staffs, Staffys und Bullies oftmals Besucher, auch wenn sie sie noch nie gesehen haben in ihrem Leben. Sie wissen, wie das ist. Was wieder in die Kategorie schlechter Wach- und Schutzhund fällt. Ist so. Also hier gleichen sie sich auch und da kann ich eigentlich keine Unterschiede bei diesen Hunden erkennen. Sonst ist es eigentlich schwer, was sie voneinander unterscheidet, außer in Größe, Gewicht und Triebigkeit. Ja. Jetzt kommt es eigentlich nur mehr auf sie darauf an, auf welche Optik stehen sie am meisten. Ja. Gesundheitstechnisch sind sie sich auch sehr ähnlich, wobei hier der Bullterrier, der klassische, vielleicht etwas einen Nachteil hat, da es sie oft reinweiß gibt und reinweiße Bullterrier doch des Öfteren Probleme mit der Haut bekommen können und auch dafür bekannt sind, in fortgeschrittenem Alter taub zu werden. Wir können das bestätigen, der Bullterrier meiner Eltern war ein reinweißer Bullterrier, der Paco, mit einem schwarzen Monokel und der hatte auch hier und da im Sommer Probleme mit der Haut, also Ausschläge, wo meine Eltern zum Tierarzt immer fahren mussten und ihm eine Spritze geben.
Und der wurde im Alter dann auch taub. Also wenn ich da reinkam und er schlief, war schon 11 Jahre alt und ich sagte, Paco, mein Bub, schlief er weiter, er hörte mich nicht mehr. Ja. Aber wenn ich ihm dann rüttelte und er sah mich, dann lief er im Kreis. Bullterrier typisch. Ja. Ja, aber ansonsten gesundheitstechnisch HD oder ED kennen diese Hunde so gut wie nie. Ja. Kommt vor, Hüftgelenksdysplasie, Ellbogendysplasie, kommt vor, klar, aber diese Hunde sind eher, sage ich mal, gefeit gegen das. Ja. Die sind nicht zu schwer, ja, für ihre Größe, obwohl sie wirklich einen Packen an Muskulatur mitnehmen, aber das ist bei denen optimal. Ja. Sie haben einen schönen geraden Rücken und ja, das passt alles. Ja. Auch sonst gibt es keine wirklich typischen Krankheiten, welche man den Bullterrier-blütigen Hunderassen zuschreiben kann. Ja, für wem sind diese Hunde also geeignet? Ja, wenn Sie einen kleinen Hund, einen großen Hund in kleinerer Verpackung wollen, ja, Bullterrier-blütige Hunderassen. Das sind alles Riesenhunde in kleiner Verpackung. Ja. Also die können alles an Powermäßigen, ja, alles, was große Hunde auch können. Ja. Und übertreffen die oftmals noch darin. Ja. Speziell bei Zugwettbewerben, also wenn es rein um Kraftdinge oder Beschleunigung, ja, Bewegung, Springen und um solche Dinge geht, da haben viele oder die meisten Hunderassen das Nachsehen. Ja. Wenn Sie Hunde suchen, die perfekt für Ihre Kinder sind, Bullterrier-blütige Hunderassen. Ja. Wenn Sie einen Spieler suchen, der überall dabei ist, Bullterrier-blütige Hunderassen. Wenn Sie sich abgrenzen wollen von der Masse, Bullterrier-blütige Hunderassen, speziell der klassische Bullterrier, ne, den sieht man nicht so oft mit seinem Eierschädel. Ja, ich weiß, Harry. Und ja, für welchen Sie sich entscheiden, ist dann meiner Meinung nach oftmals nur eine Optiksache. Der kleinste, der Staffordshire Bullterrier, der größte, der Bullterrier dazwischen, der Staff und der Beat. Ja, vom Wesen ähneln sie sich alle. Ja, Clowns sind sie alle, aber wie gesagt, beim Sozialisieren doch aufpassen. Ja. Also, wie gesagt, schwarz oder weiß, entweder Spieler, Nachgeber oder wirklich Draufgeher. Und ersteres ist bei diesen Hunden eher zu empfehlen. Ja, das war eigentlich alles, was mir zu diesen Hunden einfällt. Es ist eben schwer, hier eine Wahl zu treffen, ich weiß es. Auch ich würde mich schwer tun, ich wüsste es nicht. Mir gefallen vom kleinen Staffordshire Bullterrier bis zum großen Bullterrier alle 4. Ja, aber wie gesagt, da ich eher aus dem Hundesport komme und auch ein bisschen so Liebäugler mit Wach- und Schutzhunden, wäre es für mich höchstwahrscheinlich der M-Staff. Ja. Es ist wirklich alles knapp beieinander. Ja, ich weiß nicht, ob Ihnen dieses Video hat helfen können, denn die Wahl ist sehr schwer bei diesen Hunden. Doch lassen Sie mich nochmal sagen und ich sende nochmal einen Gruß an alle Bullterrier-Liebhaber, an alle Liebhaber der Bullterrier-blütigen Hunderassen. Sie wissen, ich bin ein Molosser-Fan. Ich bin aber genauso ein Fan der Bullterrier-blütigen Hunderassen und der Gebrauchshunderassen. Also, wie gesagt, fühlen Sie sich umarmt von mir. Ich grüße euch alle und ich weiß, Sie haben Top-Hunde oder eine Vorliebe für Top-Hunde und lassen Sie sich nicht verunsichern von den Medien und von den Leuten, die keine Ahnung haben von Hunden. Bleiben Sie Ihrer Linie treu. Und ja, wie gesagt, das war's schon wieder und ich freue mich, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und ja, ob ich Ihnen einen schönen Tag noch wünschen kann, weiß ich nicht, bei uns regnet es, aber ich wünsche Ihnen trotzdem einen. Das war's schon wieder.